Bloß kein klassisch italienisches Restaurant. Das war das Credo von Giuseppe Laviero aus dem beschaulichen Nidda im Wetteraukreis. Und das, obwohl Giuseppe, von allen nur Pino genannt, von sich selbst sagt, er sei ein waschechter hessischer Italiener. Soll heißen? Naja, wenn ich meinen Namen immer so erwähne, ich ist der Giuseppe Laviero am Telefon und fange dann an, das platt zu babbeln, so wie ich es ja tatsächlich mache, merkt man nicht, dass man italienische Wurzeln hat. Ja? Man könnte auch genauso gut Joachim Koch heißen. Pinos Eltern sind vor 60 Jahren aus Süditalien nach Nidda gekommen. Mama Isabella ist als Jugendliche mit ihrer Familie nach Hessen gezogen. Und Papa Pietro ist ihr hinterhergereist, aus Sehnsucht. Und er war so schwer verliebt. Meine Mutter war damals 15, er 17. Und ist dann quasi mit seinen ganzen Sachen mit einer Plastiktüte nach Deutschland gereist, stand dann vor der Tür meiner Mutter und wollte dann quasi rein, aber der Oberst sagte, hör mal zu, das dauert noch ein bisschen, meine Tochter ist noch zu jung. Der Papa hatte Geduld. 3 Jahre später die Heirat, dann Kinder und Enkelkinder. Und seitdem ist die Familie fest in der kleinen Stadt verwurzelt. Für Sohn Pino war klar, wenn ein Lokal, dann hier. Herausgekommen ist jetzt die neue 8. Ein Fusion-Restaurant mit allem, was schmeckt. Vom Rinderfilet, was hier aus der Gegend kommt, bis hin zur Pinsa, Ochsenbäckchen, die hier hervorragend sind und komplett wild durchgemischt. Und ein paar italienische Einflüsse gibt's natürlich auch. Das heißt, wir haben statt der Pizza die neue Art Pinsa. Wir haben keine Tortellini alla Panna, sondern eine Original Spaghetti Carbonara mit hausgemachten Nudeln. Also wir wollen nicht sagen, dass wir uns abheben von dem Ganzen, aber wir sind anders. Und wir können das mischen, wie wir wollen. Für Köchin Janine ist die Arbeit hier besonders. Der Laden wurde vor circa 3 Wochen eröffnet und sie kann ihn mit aufbauen. Und durch das Fusion-Prinzip kann sie sich austoben. Das ist unser Smash-Burger mit Käsesoße. Da macht man dann später den Ring ab am Tisch, ja, und dann läuft die Käsesoße schön drüber. So. Den Laden führt Chef Pino mit dem befreundeten Ehepaar Grillo. Die sind allerdings kamerascheu. Und mit Ehefrau Jana. Die ist für den kleinen Feinkostshop im Restaurant zuständig. Das ist so mein Ding, ja, da lebe ich mich aus. Da ist auch meistens das drin, was mir so schmeckt, was ich auch selber schon probiert habe. Und da kann ich mich so ein bisschen entfalten und so meine Ideen reinstecken, was ich so für gut empfinde. Am Anfang war Jana skeptisch. Gastronomie, ob sie sich da wohlfühlt, wusste sie nicht. Inzwischen sieht das anders aus. Der Laden bedeutet für mich alles. Also wir haben sehr viel Arbeit, sehr viel Liebe reingesteckt und er ist zurzeit so neben meiner Familie ein Mittelpunkt in meinem Leben. Der Name Neue 8 ist übrigens angelehnt an die Adresse Neue Straße 8. Das alles hier war vor allem ein Traum von Pinos Vater, Pietro, hier am Mikro. Der hat gesagt, wenn Sohn Pino irgendwann mal so richtig fest im Leben steht, dann würde er sich wünschen, dass wir noch mal ein Restaurant aufmachen und dass er uns ein bisschen auch helfen kann, weil mein Vater war immer rührig, hat immer Ordnung gemacht und in der Küche den Salat gewaschen. Nur leider konnte Papa Pietro die Eröffnung des Lokals nicht mehr miterleben. Vergangenes Jahr ist er verstorben. Pino sagt, das Lokal ist ein Denkmal für seinen Vater. Mit dem teilte er die gleiche Leidenschaft. Und unsere Leidenschaft ist tatsächlich, mit vielen Menschen zu tun haben, ein cooles Essen auf den Tisch zu legen. Das muss schmecken, einen schönen Wein empfehlen und einfach nur eine super Location haben, dass die Leute sich wohlfühlen. Wer es exquisit mag, gönnt sich hier das Rumpsteak mit Garnelen für 38 €. Und wer etwas Günstiges sucht, der entscheidet sich für die pizzaähnliche Pinsa für 9 €. Und die kommt gut an. Sehr lecker. Die Pinsa, die ist auch sehr luftig. Der Teig ist sehr locker und es schmeckt sehr erfrischend. Schmeckt nach Sommer. Trendiges Essen, ein modernes Lokal, das fällt hier auf. Das Ambiente ist sehr schön, also sehr schön eingerichtet und ja, ist eine Bereicherung, finde ich da. Hier in der Gegend hat sich die Neueröffnung schon rumgesprochen. Meine Tante hat es mir jetzt empfohlen, die hat es gehört, die arbeitet hier in der Nähe und dadurch hat es sich ergeben. Zum Ende der Dreharbeiten hat übrigens die Mama von Chef Pino angerufen. Wir sollen bitte unbedingt erwähnen, dass Papa Pietro richtig stolz auf seinen Sohn wäre.